Also du bist wirklich eine ausgezeichnete Reiterin. Dankeschön. Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Ach, weißt du, meine Eltern hatten einen gestüt. Ich bin quasi im Sattel groß geworden. Ach, deswegen hast du dir einen Ehemann mit Pferden gesucht? Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ich könnte nicht leben, ohne zu reiten. Nur fliegen finde ich schön. Fliegen? Wie meinst du das? Nur so ein Traum. Jedenfalls freue ich mich, dass es dir wieder gut geht. Du wirktest nach deinem letzten Ausflug ein bisschen durcheinander. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Mensch, und dann direkt wieder diese ganzen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Wenn du mal wieder jemanden zum Ausreiten brauchst, hm? Danke. Was ist mit dir los? Geht deine 47er wirklich bald in die Lüfte, oder wie? Bald geht's hier in die Lüfte, das ist richtig. Aber jetzt habe ich erstmal nur die Heckrotorblätter eingebaut. Mama. Pass auf, ich finde deine Besessenheit für diesen Heli zwar immer noch ziemlich hirnrissig, aber wenigstens bist du gut drauf. Was so ein einsamer Tag im Hangar alles bewirken kann, ne? Du wirst lachen, so einsam war der Tag gar nicht. Ach, hat sich dein Blechvogel nach der Dämmerung doch noch in eine Frau verwandelt? Nein, nicht ganz, aber sowas wie eine Frau ist mir quasi vor die Füße gefallen, mit dem Kopf auf die Gleise, aber egal. Jedenfalls, als sie wieder klar war mit dem Kopf, also im Kopf, da hatte sie mehr Verstand von Hubschraubern als ich. Eine Außerirdische, ne? Ja, auf jeden Fall weniger außerirdisch als ihr technischen Amöben. Ja, aber dafür war sie wahrscheinlich grau wie ein Höhlenmolch und hatte so dicke Brillengläser. So sahen die Frauen bei uns in der Schule auch aus, die sich für sowas interessiert haben. Nein, hässlich war sie, glaube ich, nicht. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie sie aussah. Ja, aber letztendlich zählt ja die innere Schönheit. Und wir haben gefachsimpelt. Das war sehr sympathisch. Ja, es war wahrscheinlich einfach eine Halluzination. Das hat man manchmal, wenn man zu lange allein ist. Hoppla. Cheers. Ja, wie du meinst dann. Mach's mal gut. Leb wohl. Das Catering wird sie noch mit mir absprechen. Und was den Wein angeht, können wir uns völlig auf Frau Schneider verlassen. Sie hat den bestsortierten Weinkeller der Stadt. Ich denke, einige der Herren werden auch einem Bier nicht abgeneigt sein. Keine Sorge, das bieten wir selbstverständlich auch an. Kannst du mich hören? Hallo, kannst du mich hören? Falls Sie noch weitere Wünsche haben. Das machen wir. Danke. Prinzessin Luise, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke. Ach, da wäre noch etwas. Herr von Buhl bittet um ein persönliches Treffen. Herr von Buhl. Sie haben doch nicht vergessen, dass er einen nicht unwesentlichen Betrag spenden wird. Natürlich nicht. Papa und ich sind ihm äußerst dankbar. Ohne ihn wäre die Restaurierung der Gemälde kaum möglich. Entschuldigen Sie. Ich war nicht ganz bei der Sache. Die letzten Tage waren anstrengender, als ich dachte. Wann findet der Termin mit dem Herrn statt? Morgen Vormittag um 10? Nein, Maria. Ich bitte Sie. Verschieben Sie den Termin auf später. Vormittags hätte ich gerne ein paar Stunden für mich. Ich fühle mich in letzter Zeit häufiger unwohl. Deswegen brauche ich mehr Erholung als sonst. Gute Nacht, Maria. Luise! Ich dachte, Sie wollten sich hinlegen, weil Sie so erschöpft sind.
Suchen Sie was Bestimmtes? Ich glaube, da hat bereits jemand vor Ihnen was aus einem Kochtopf rausgenommen. Und soweit ich weiß, handelte es sich nicht um Lebensmittel. Arbeitskleidung? Männliche, um genau zu sein. Ich war es, die es in dem Topf versteckt hat. Ich bin mehr als erstaunt. Es war ich. Ich habe mir die Sachen bloß ausgeliehen. Sagen Sie auch niemandem ein Wort? Ich werde mich hüten, Ihre Eskapaden noch weiter zu erzählen. Gut. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich nehme an, es handelt sich um einen Mann. Ein Mechaniker. Er restauriert einen alten Helikopter, eine 47er, um genau zu sein. Er will sie wieder zum Fliegen bringen, ganz allein. Kein Wunder, dass Sie sich gut verstehen. Nicht nur das, er ist so anders. Und er geht so normal mit mir um, als wäre es das Normalste auf der Welt, Ülfer Schmidt herumzuschrauben und Bier aus einer Flasche zu trinken. Und das hat Ihnen so gut gefallen, dass Sie ihn wieder aufsuchen wollen. Ich würde ihm gerne helfen, wenn er mich lässt. Was würde denn Ihr Verlobter davon halten, dass Sie sich mit einem fremden Mann treffen? Eduard hat nichts zu befürchten. Mir geht es nur um die Arbeit an dem Helikopter. Das ist für mich wie ein Stück Freiheit. Luise, denken Sie doch an Ihre Verpflichtungen. Ich kann Sie nur darum bitten, darauf zu achten, dass nichts davon an die Öffentlichkeit gelangt. Ihr Vater wäre nicht erfreut. Ich weiß. Ich verspreche es. Niemand wird davon erfahren. Und dieser Mann ahnt auch nicht im Geringsten, wer ich bin. Ich hab dir doch gesagt, ich weiß nicht mal ihren Namen. Und du weißt nicht mehr, wie sie aussieht. Nein, das habe ich dir auch alles schon 1000-mal erzählt. Warum löcherst du mich damit? Naja, diese Unbekannte, die hat zumindest das gleiche Hobby wie du und das ist selten. Ja, und du kapierst das nicht. Du kapierst es nicht, ne? Es ist auch nicht mein Ding, an irgendeinem schrottreifen Helikopter rumzuschrauben, der eh nie fliegen wird. Er wird fliegen. Wollen wir wetten? Nein, lieber nicht, sonst bist du nämlich bald pleite. Morgen schraube ich weiter, morgen früh. Und pass auf, ich schraube so lange weiter, bis das Baby in die Luft geht. Ja. Jetzt, wo dir die geheimnisvolle Mechanikfee unter die Arme Was greift. kommst du schon wieder mit der an jetzt? Du redest die ganze Zeit von der. Nein, ich rede nur von meinem Hubschrauber. Ich rede nicht von dieser Frau. Ist da jemand? Entschuldige. Wie bist du hier reingekommen? Wer ungebetene Gäste fernhalten will, sollte nicht den Schlüssel unter der Fußmatte verstecken. Clever. Und bin ich denn ein ungebetener Gast? Naja, sagen wir es mal so, ich bin auf Besuch nicht wirklich vorbereitet. Wenn es dir nicht recht ist, gehe ich wieder. Nein. Bleib doch ruhig. So, Drehzahlmesser, Schraubenschlüssel, 27er Schlüssel, die Schrauben fehlten nur noch. Der hier? Hell sehen kannst du also auch, ja? Ich bin gespannt, mit was du mich noch so überraschen wirst. Naja, Frauen, die mehr verbergen, als sie ausquatschen, sind für mich eine völlig neue Erfahrung. Die Luftfilterabdeckung, kannst du mir die auch noch... Willst du nicht reingehen? Pronto, signor Vivenzio. Sì, sono io. Come sta? Bene, grazie. Sono in un foro radiofonico. Posso denominare ancora? Grazie. Arrivederci. Diese Dinger sind keine Errungenschaft, sie sind eine Plage. Tja. Wenn man so wichtig ist wie du? Nein. Ja? Entschuldigung, im Moment ist es schlecht. Nein, ich sitze gerade in einem wichtigen Meeting. Kann ich Sie später zurückrufen? Danke, wiederhören. Naja, worauf wartest du? Auf geht's in unser wichtiges Meeting. Mann, Mann, Mann. Der alte Anlasser. Er ist völlig hinüber. Scheiße.
Sag mal, ist hier nicht langsam langweilig? Ganz im Gegenteil. Ich könnte tagelang zuschauen. Das geht mir genauso. Schon als Kind war ich immer davon fasziniert. Technik und Motoren. Die Mechanik ist so logisch. Und erst wenn man etwas auseinanderbaut, versteht man auch, wie es funktioniert. Und dabei kann man sich so richtig schön die Hände schmutzig machen. Bist du sicher, dass du nicht doch eine leichte Gehirnerschütterung hast? Es ist nur, ich habe nicht oft Gelegenheit, mit den Händen zu arbeiten. Ah ja. Aber du machst sie dir gerne schmutzig, ja? Warum bin ich wohl hier? Ja. Warum eigentlich? Eigentlich bin ich hier, weil ich dir helfen will. Warum lachst du? Naja, du tust gerade so, als könntest du die alte 47er mit verbundenen Augen erst auseinander und dann wieder zusammenlegen. Gut. Mit der 47er habe ich nicht so viel Erfahrung wie mit anderen Modellen, aber dafür müsste es reichen. Ja, das siehst du völlig entspannt. Für die Wellenturbine müsste ich meine Augenbinde wahrscheinlich kurz abnehmen und dann ist da der Anlasser. Das wird auch nicht einfach. Wenn du willst, stelle ich dir sogar den Schub ein. Zeig mal, was du kannst. Du darfst die Gegenschraube nicht vergessen. Willkommen an Bord. Na du? Hey, Stella. Was machst denn du hier? Ja, ich wollte einfach mal schauen, was du hier so treibst. So ganz allein mit deinem Heli. Ach so. Du hast einen Assistenten angeheuert und versteckst ihn jetzt. Assistentin, wohlgemerkt. Ja, ja. Ich muss sie überhaupt nicht verstecken, die Gute. Hat nicht nur Ahnung von Technik, sondern kann auch 98 Fremdsprachen. Fließend, übrigens. Na, da bin ich aber gespannt. Stellst du mir vor? Ja, klar. Komm mal her, da will ich jemanden kennenlernen.